Hallo und herzlich willkommen bei Deutschdoppel. Hallo, ich bin Ben. Und ich bin Anna. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema: mein Alltag. Ja, der Alltag. Das ist das, was wir jeden Tag machen. Wir erzählen heute, wie unser Tag aussieht, sprechen über Gewohnheiten und üben viele Sätze, die du im Alltag brauchst. Und wir machen viele Übungen zusammen. Los geht's! Ben, wann stehst du morgens auf? Ich stehe meistens um 7 Uhr auf. Und du? Ich stehe ein bisschen später auf, meistens um 7:30. Was machst du dann zuerst? Zuerst gehe ich ins Bad und wasche mich. Dann frühstücke ich. Ich frühstücke auch. Meistens esse ich Brot mit Marmelade und trinke einen Kaffee. Ich esse Joghurt und trinke Tee. Danach ziehe ich mich an und gehe zur Arbeit. Ich arbeite heute von zu Hause. Das ist praktisch. Ich fahre mit dem Fahrrad ins Büro. Jetzt üben wir. Ich sage einen Satz, du wiederholst. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich frühstücke um 8 Uhr. Ich frühstücke um 8 Uhr. Ich gehe ins Bad. Ich gehe ins Bad. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mich an. Ich fahre zur Arbeit. Ich fahre zur Arbeit. Jetzt machen wir kleine Änderungen. Ich stehe am Wochenende später auf. Ich stehe am Wochenende später auf. Ich frühstücke manchmal im Büro. Ich frühstücke manchmal im Büro. Im Alltag gibt es viele trennbare Verben. Zum Beispiel aufstehen, anziehen, einkaufen, mitnehmen. Trennbare Verben haben 2 Teile. Der erste Teil steht oft am Ende. Beispiel: Ich stehe um 7 Uhr auf. Aufstehen. Das Verb ist aufstehen. Im Satz Ich stehe auf. Noch ein Beispiel: Ich ziehe mich an. Anziehen. Das Verb ist anziehen. Im Satz Ich ziehe mich an. Jetzt üben wir das. Ich stehe auf. Ich stehe auf. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mich an. Ich kaufe im Supermarkt ein. Ich kaufe im Supermarkt ein. Ich nehme mein Handy mit. Ich nehme mein Handy mit. Jetzt du. Ich sage nur das Verb, du machst den Satz. Aufstehen. Ich stehe auf. Anziehen. Ich ziehe mich an. Einkaufen. Ich kaufe ein. Mitnehmen. Ich nehme mein Handy mit. Jetzt erzähle ich, wie ich zur Arbeit fahre. Ja, das ist interessant. Ich fahre meistens mit dem Fahrrad. Manchmal nehme ich den Bus. Wie lange brauchst du? Mit dem Fahrrad brauche ich 20 Minuten. Mit dem Bus dauert es 30 Minuten. Ich arbeite heute zu Hause, aber normalerweise fahre ich mit der U-Bahn. Und was machst du unterwegs? Ich höre Musik oder lese Nachrichten auf dem Handy. Ich höre auch oft Podcasts auf dem Weg. Jetzt üben wir Sätze mit Verkehrsmitteln. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad.
Ich nehme den Bus. Ich nehme den Bus. Ich fahre mit der U-Bahn. Ich fahre mit der U-Bahn. Ich laufe zur Arbeit. Ich laufe zur Arbeit. Jetzt machen wir kleine Änderungen. Ich fahre heute mit dem Auto. Ich fahre heute mit dem Auto. Ich nehme manchmal die Straßenbahn. Ich nehme manchmal die Straßenbahn. Ben, was machst du im Büro? Ich arbeite am Computer, schreibe E-Mails und telefoniere mit Kollegen. Ich muss auch viele E-Mails schreiben. Manchmal habe ich Meetings. Ich habe heute ein Online-Meeting um 10 Uhr. Trinkst du Kaffee im Büro? Ja, ich trinke viel Kaffee. Und du? Ich trinke lieber Tee. Jetzt üben wir Sätze für die Arbeit. Ich arbeite am Computer. Ich arbeite am Computer. Ich schreibe E-Mails. Ich schreibe E-Mails. Ich telefoniere mit Kollegen. Ich telefoniere mit Kollegen. Ich habe ein Meeting. Ich habe ein Meeting. Jetzt kleine Änderungen. Ich habe heute viele E-Mails. Ich habe heute viele E-Mails. Ich arbeite manchmal im Homeoffice. Ich arbeite manchmal im Homeoffice. Anna, wann machst du Mittagspause? Meistens um 12 Uhr. Und du? Ich esse meistens um 12:30. Was isst du? Ich esse oft einen Salat oder ein Sandwich. Ich esse gern Suppe und Brot. Manchmal gehe ich mit Kollegen ins Restaurant. Ich koche oft zu Hause. Und trinkst du Kaffee nach dem Essen? Ja, immer. Anna, lass uns eine kleine Szene machen. Ich bin Kellner. Okay. Guten Tag, was möchten Sie essen? Ich nehme die Suppe und ein Wasser, bitte. Und möchten Sie auch einen Kaffee? Ja, bitte. Einen Kaffee. Kommt sofort. Jetzt üben wir das Bestellen. Ich nehme die Suppe. Ich nehme die Suppe. Ich möchte ein Sandwich. Ich möchte ein Sandwich. Einen Kaffee bitte. Einen Kaffee, bitte. Ein Wasser bitte. Ein Wasser, bitte. Jetzt kleine Änderungen. Ich nehme heute einen Salat. Ich nehme heute einen Salat. Ich möchte ein Glas Saft. Ich möchte ein Glas Saft. Was machst du nach der Arbeit, Ben? Ich gehe oft einkaufen oder mache Sport. Ich muss manchmal einkaufen gehen. Ich gehe oft joggen im Park. Ich treffe mich gern mit Freunden im Café. Und am Abend? Da koche ich, lese ein Buch oder sehe fern. Ich spiele manchmal Gitarre oder telefoniere mit meiner Familie. Jetzt üben wir Aktivitäten am Nachmittag. Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen. Ich mache Sport. Ich mache Sport. Ich treffe Freunde. Ich treffe Freunde. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Jetzt kleine Änderungen. Ich gehe heute ins Fitnessstudio. Ich gehe heute ins Fitnessstudio. Ich sehe gern Filme am Abend. Ich sehe gern Filme am Abend. Im Alltag benutzen wir oft Zeitangaben. Zum Beispiel morgens, mittags, abends
am Wochenende. Oder mit Uhrzeit. Um 8 Uhr, um 6:30, um 12 Uhr. Noch ein Beispiel. Ich stehe um 7 Uhr auf. Oder ich gehe am Abend spazieren. Jetzt üben wir Sätze mit Zeitangaben. Ich stehe morgens auf. Ich stehe morgens auf. Ich esse mittags zu Hause. Ich esse mittags zu Hause. Ich mache abends Sport. Ich mache abends Sport. Ich schlafe am Wochenende lange. Ich schlafe am Wochenende lange. Jetzt kleine Änderungen. Ich gehe um 8 Uhr ins Büro. Ich gehe um 8 Uhr ins Büro. Ich trinke morgens Kaffee. Ich trinke morgens Kaffee. Wie sieht dein Abend aus, Anna? Ich koche, esse zu Abend und entspanne mich. Ich esse oft mit meiner Familie. Danach sehe ich manchmal fern oder lese. Ich gehe meistens um 11 Uhr ins Bett. Ich auch. Ich bin abends oft müde. Jetzt üben wir Sätze für den Abend. Ich koche am Abend. Ich koche am Abend. Ich esse mit der Familie. Ich esse mit der Familie. Ich sehe fern. Ich sehe fern. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Jetzt kleine Änderungen. Ich lese abends ein Buch. Ich lese abends ein Buch. Ich gehe heute früh ins Bett. Ich gehe heute früh ins Bett. Jetzt kommt eine große Wiederholung. Wir sagen einen Satz, du wiederholst. Dann machen wir kleine Änderungen. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich gehe ins Bad. Ich gehe ins Bad. Ich frühstücke. Ich frühstücke. Ich fahre zur Arbeit. Ich fahre zur Arbeit. Ich arbeite am Computer. Ich arbeite am Computer. Ich mache Mittagspause. Ich mache Mittagspause. Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen. Ich treffe Freunde. Ich treffe Freunde. Ich koche am Abend. Ich koche am Abend. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Jetzt kleine Änderungen. Ich stehe am Wochenende später auf. Ich stehe am Wochenende später auf. Ich arbeite manchmal zu Hause. Ich arbeite manchmal zu Hause. Ich mache abends Sport. Ich mache abends Sport. Ich lese vor dem Schlafen ein Buch. Ich lese vor dem Schlafen ein Buch. Jetzt bist du dran. Schreibe in die Kommentare, wie sieht dein Alltag aus? Wann stehst du auf? Was machst du am Morgen, am Nachmittag und am Abend? Schreibe 3 bis 5 Sätze über deinen Tag. Wir sind gespannt auf eure Antworten. Das war Deutsch Doppel für heute. Danke, dass du dabei warst. Übe die Sätze und höre den Podcast noch einmal. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch Doppel. Tschüss! Tschüss!